Der Winter ging langsam zu Ende, doch die Kälte blieb gefährlich. Der Fluss wurde stärker und das Eis begann überall zu brechen. Er wusste genau, dass dieser Weg heute nicht einfach sein würde. Ein falscher Schritt auf diesen nassen Steinen konnte alles beenden. Doch er hatte keine Wahl und musste den Fluss überqueren. Das Wasser drückte hart gegen ihn und machte jeden Schritt schwer. Die Strömung war zu stark und zog unaufhaltsam an seinen Beinen. Plötzlich verlor er das Gleichgewicht und begann gefährlich zu rutschen. Für einen kurzen Moment verlor er komplett die Kontrolle über seinen Körper. Doch der Wolf reagierte sofort und beobachtete jede seiner Bewegungen. In genau diesem Moment rutschte sein Rucksack aus der Hand und fiel ins Wasser. Der Fluss riss ihn sofort mit sich und ließ ihm keine Sekunde Zeit. Ohne zu überlegen, sprang er nach vorne und versuchte verzweifelt, den Rucksack zu greifen. Doch plötzlich stellte sich der Wolf direkt vor ihn und blockierte seinen Weg. Sein Blick war klar und stark, als wollte er sagen: Geh nicht weiter. Der Mann blieb stehen und verstand plötzlich, dass dieser Schritt tödlich sein könnte. Währenddessen wurde der Rucksack immer weiter vom Fluss mitgerissen und verschwand langsam. Er stand reglos im Wasser und sah zu, wie er alles verlor. In seinen Augen lag Erschöpfung, aber auch die Angst vor dem, was jetzt kommen würde. Jetzt hatte er nichts mehr, außer dem Wolf, der still an seiner Seite blieb. Er konnte seine Hände kaum noch spüren. Die Kälte kroch tief in seinen Körper. Der Himmel wurde dunkler und plötzlich begann der Regen. Seine Kleidung war durchnässt. Jede Sekunde wurde gefährlicher. Er versuchte sich zu wärmen, doch ohne Feuer hatte er keine Chance. Der Wolf beobachtete ihn ruhig, als hätte er einen Plan. Dann drehte sich der Wolf um und ging los. Er zögerte, doch irgendwo tief in sich wusste er, dass er folgen musste. Ohne ein weiteres Wort begann er dem Wolf zu folgen, Schritt für Schritt. Der eisige Wind ließ plötzlich nach. Der Wolf führte ihn an einen geschützten Ort. Und dann sah er es, ein sicherer Ort mitten im Chaos. Allein in der Dunkelheit saß er da, zitternd vor Kälte, und zum ersten Mal hatte er wirklich Angst. Der Wolf verschwand einfach in der Dunkelheit, ohne sich umzudrehen, ohne ein Geräusch. Jedes Geräusch in dieser Höhle klang plötzlich lauter, als würde etwas näher kommen. Die Zeit verging langsam, doch der Wolf kam einfach nicht zurück. Die Kälte kroch tiefer in seinen Körper und mit ihr wuchs die Angst, allein zu sein. Dann plötzlich bewegte sich etwas im Eingang der Höhle, mitten im Sturm. Der Wolf kam zurück, nass, erschöpft, aber mit etwas in seinem Maul. Langsam legte er die Beute vor ihm ab, als hätte er es nur für ihn getan. In diesem Moment trafen sich ihre Blicke und etwas veränderte sich zwischen ihnen. Doch eine Frage ließ ihn nicht los. Warum riskierte der Wolf alles für ihn? Am nächsten Morgen war der Sturm verschwunden und zum ersten Mal fühlte sich alles ruhiger an. Der Schnee begann zu schmelzen und die Natur erwachte langsam wieder zum Leben. Der Winter zog sich langsam zurück, doch der Schnee war noch nicht ganz verschwunden. Doch er hatte noch immer etwas verloren und musste es finden. Trotz der Kälte fühlte er etwas Neues. Hoffnung. Doch er hatte noch immer etwas verloren und musste es finden. Gemeinsam suchten sie weiter, Schritt für Schritt entlang des Flusses. Der Wolf folgte einer Spur, als würde er genau wissen, wohin. Jetzt waren sie stärker.
nicht allein, sondern zusammen. Doch plötzlich blieb der Wolf stehen, als hätte er etwas entdeckt. Der Wolf begann plötzlich zu graben, als hätte er etwas unter der Erde gespürt. Mit jeder Bewegung kam etwas zum Vorschein, etwas Fremdes im Boden. Es war kein Stein, sondern ein alter, vergessener Kompass. Er sah ihn sich kurz an, doch er konnte nichts damit anfangen. Die Nadel bewegte sich leicht, doch sie bedeutete ihm nichts. Ohne weiter darüber nachzudenken, steckte er den Kompass einfach ein. Seine Aufmerksamkeit lag wieder beim Wolf und dem Weg vor ihnen. Der Wolf führte ihn weiter, als wäre er der Einzige, dem er vertrauen konnte. Mit jedem Schritt wurde der Wald dichter, und irgendetwas fühlte sich nicht richtig an. Und dann öffnete sich der Wald vor ihnen, und ein ruhiger Fluss kam zum Vorschein. Der Wald öffnete sich, und vor ihnen lag ein ruhiger, weiter Fluss. Das Wasser war ruhig geworden, ganz anders als zuvor. Doch dann sah er etwas, halb im Schlamm verborgen. Es war seine Tasche, vom Fluss hierher getragen. Ohne zu zögern rannte er los, voller Hoffnung. Er zog die Tasche aus dem Schlamm, schwer und durchnässt. Mit zitternden Händen öffnete er sie. Alles war nass. Doch etwas hatte überlebt, etwas, das ihm wichtig war. Er hielt es fest, als hätte er einen Teil von sich zurückbekommen. Er sah den Wolf an und wusste, dass er das nicht allein geschafft hatte. Er setzte die Tasche wieder auf, doch diesmal fühlte sie sich anders an. Nicht leichter, sondern bedeutungsvoller. Sie gingen weiter, Seite an Seite. Zwischen ihnen war etwas entstanden, Vertrauen. Und dieser Weg war erst der Anfang. Doch diesmal war er nicht mehr schwach, denn er hatte jemanden an seiner Seite. Er blieb kurz stehen und spürte, dass sich etwas verändert hatte. Die Vergangenheit war noch da, aber sie bestimmte ihn nicht mehr. Für den Wolf war er kein Fremder mehr, sondern Teil seines Weges. Und in diesem Moment wusste er, dass er seinen Weg gefunden hatte.